Hallo zusammen. Heute male ich für euch einen fröhlichen Schneemann. In den letzten paar Wochen sind mehrere Weihnachtsmotive entstanden. Es waren ein paar Weihnachtsmänner dabei, Zuckerstange, Weihnachtsmützen und einige Malvorgänge habe ich aufgenommen und zeige sie bis Ende Dezember. Hier ist eins von den Acrylbildern, die letzte Woche verkauft wurden. Adventszeit ist der Titel. Acrylfarben auf Jute-Leinwand. Ich bedanke mich herzlich bei der Käuferin, die zum 3. Mal, glaube ich, Bilder in meinem Shop bestellt hat. Ihr braucht dafür Acrylfarben, Pinsel, Wasser, eine Palette und natürlich eine Leinwand oder vielleicht auch was anderes. Ich male heute auf einer kleinen Holzplatte. Am Anfang verwende ich einen breiten Pinsel und streiche gleichmäßige Schichten, bis die nötige Oberfläche bedeckt ist. Wenn ihr meine früheren Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich meistens ohne Vorzeichnung male. So fühle ich mich freier. Also starte ich direkt mit den Formen des Schneemanns. Ich nehme einen mittleren Pinsel und trage die weiße Farbe für den Körper des Schneemanns auf. Die Kreise müssen nicht perfekt sein. Die natürliche, etwas unregelmäßige Form vielleicht im Bild mehr Charakter. So habe ich auch in der Kindheit Schneemänner gebaut, ohne die Kugel in der Mitte für die Brust. Die Arme sind an der Reihe. Ich male 2 dünne braune Äste, die seitlich aus dem Körper des Schneemanns herausragen. Das gibt ihm seinen typischen Schneemann-Look. Dann gestalte ich einen Schal um den Hals, vielleicht in einem kräftigen Rot. Wenn ihr selber malt, versucht nicht 1:1 abzumalen. Es wäre langweilig und man lässt keinen Raum für eigene Kreativität frei. Ich mag diese Vintage-Art. Etwas gedämpfte Farben, warm und irgendwie beruhigend ist die ganze Atmosphäre. Dann kommen die Augen und der Mund. Kleine schwarze Knöpfe. Hier nutze ich einen dünnen Pinsel.
für die Nase nehme ich ein leuchtendes Orange, um die berühmte Karotte darzustellen. Ich male auch ein paar schwarze Knöpfe auf den Bauch. Noch ein paar Details, um die Szene lebendiger zu machen. Im Hintergrund ein paar schneebedeckte Bäume für eine winterliche Landschaft. Vielleicht noch ein paar Schneeflocken, die vom Himmel fallen. Mit einem feinen Pinsel male ich die Falten und die Knoten des Schals, damit er realistischer aussieht. Und jetzt lasse ich das Bild vollständig trocknen. Am nächsten Tag versiegele ich normalerweise Acrylbilder mit einem Firnis, um die Farben zu schützen. Und vorher kommen noch ein paar Korrekturen, weil man nach einer Weile fast immer Fehler sieht. Und das ist ganz normal. So, der Schneemann lebt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich habe so viele Malprozessaufnahmen. Es sind mehrere Weihnachtsbilder entstanden. Irgendwie muss ich mal Zeit finden, um diese Aufnahmen fertig zu schneiden. Und ich habe festgestellt, wenn ich mich längere Zeit mit anderen Themen als mit den Porträts beschäftige, vermisse ich Porträtsdarstellung. Ich wünsche euch eine sehr schöne und entspannte Vorweihnachtszeit. Bis zur nächsten Woche.